Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Kreuzburg im Werratal. In diesem Video möchte ich euch viel Interessantes über die Landgräfin Elisabeth von Thüringen erzählen. Um 1170 wurde die Kreuzburg errichtet und ist eine der 5 Thüringer Landgrafenburgen. Zu ihrer Blütezeit war sie oft Lieblingsaufenthaltsort Ludwig IV. Und seiner Gemahlin, der heiligen Elisabeth von Thüringen. Sie gebar hier ihren Sohn Hermann II., der später die Burg zu seiner Residenz machte. 1227 verabschiedete sich Ludwig IV. Am Fuße der Kreuzburg von seiner Gemahlin, der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, um in den Kreuzzug zu ziehen, von dem er nicht zurückkehrte. Elisabeth wurde am 7.7.1207 auf der Burg Sarospartak in Nordungarn geboren. Sie war das Kind des ungarischen Königspaares König Andreas II. Und seiner Gemahlin Gertrud aus dem Herzoghaus Andechs-Meranien. Auf der Wartburg während eines Sängerwettstreits weissagte der ungarische Prophet und Meister Klingsor, dass in diesem Moment eine ganz besondere Königstochter geboren wird und diese heilig sein wird. Elisabeth geriet als kleines Kind in die Bündnispolitik Europas. Auseinandersetzungen zwischen den Staufern und Welfen und Thronfolgeschwierigkeiten führten dazu, dass sich Ungarn und Thüringen, welche zu den Staufern hielten, sich verbündeten. So wurde aus dieser gemeinsamen Interessenlage heraus eine Heirat vermittelt. Das Osttor entstand nach 1200 mit dem Beginn der Gründung der Stadt Kreuzburg. Dieses Tor ist einseitig zurückgesetzt in die Ringmauer eingebaut. Dadurch ist eine bessere Zufahrtsmöglichkeit über den in eine Rechtskurve einmündenden Fahrweg zur Burg gegeben. Eine kleine Fußgängerpforte ist in einem Flügel angebracht. So musste nicht für jeden Fußgänger das Haupttor geöffnet werden. Um das Tor unabhängig vom Schloss zu versperren, konnten Sperrbalken auf der Torinnenseite vorgelegt werden. Nach der Zerschlagung des Reiches der Thüringer im Jahre 531 durch die Franken hatte sich deren Einflussbereich ausgedehnt. Es entstanden längs des Flusses Wera Königsgüter zur Befestigung. So war auch in Kreuzburg ein fränkischer Königshof mit Siedlung entstanden, der ursprünglich den Namen Millingen führte. 724 stiftete Bonifatius ein Kreuz und eine dem heiligen Petrus geweihte Kapelle. Bereits wenige Jahre später gründeten die Benediktinermönche eine Klosterniederlassung auf dem heutigen Burgberg. Kaiser Karl der Große beurkundete für das neu gegründete Kloster Hersfeld am 3. August 775, dass dieses mit den Abgaben des Königsgutes Millingen ausgestattet wird. 973 ist das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung von Kreuzburg. Otto II. Bestätigte in der Urkunde vom 22. Oktober 973 ein Tauschgeschäft des Erzbischofs Adalbert von Magdeburg. 1170 erhielt Ludwig II. Durch einen Tausch mit Burchard von Fulda die Güter von Kreuzburg. Der Landgraf verzichtete dafür auf hessische Gebiete bei Gudensberg. Der durch Kaiser Friedrich I. vermittelte Gütertausch wurde in einer Urkunde vom 25. Juli 1170 bestätigt. In
In der Folgezeit erlangten der Ort und die Burg unter den Ludowingern ihre größte Bedeutung. An der Stelle des einstigen Benediktinerklosters errichtete Landgraf Ludwig II. Die Kreuzburg, die unter seinen Nachfolgern weiter ausgebaut wurde. Die Burg sollte nicht nur als eine Grenzbefestigung gegen Hessen dienen, sondern auch die thüringischen Gebiete seitlich der Werra schützen. Die Ludowinger konnten nun auch den Übergang des alten Handelsweges über die Werra kontrollieren. Mit dem Ausbau der Burg nach 1170 wurde die Ringmauer als Bollwerk auf der Geländekante des Berges mit bis zu 9 Meter Höhe errichtet. Teile der Mauer wurden im frühen 13. Jahrhundert aufgestockt, wobei der alte Wehrgang Schießscharten erhielt und der neue Wehrgang auf steinerne Konsolen gelegt wurde. Das Turmhaus wurde um 1220 als ursprünglich zweigeschossiger romanischer Saalbau errichtet. Im Erdgeschoss befindet sich die Elisabeth-Kemenate mit einem romanischen Kamin. Der Wohnturm der Kreuzburg wurde in beträchtlichem Abstand vom Palas errichtet. Ursache für diese große Distanz dürfte das ältere Gebäude, das Klostergebäude gewesen sein. Dieser Wohnturm, der seine Ursprungsform bewahrt hat, ist zugleich das höchste Gebäude der Burganlage. Da ein gesonderter Bergfried für die Kreuzburg bisher nicht nachgewiesen werden konnte, kann der Wohnturm diesem gleichgesetzt werden. Im Alter von 4 Jahren wurde Elisabeth mit dem Sohn des Thüringer Landgrafen Hermann I. aus politischen und dynastischen Gründen verlobt. Elisabeth wurde durch eine Gesandtschaft mit einer reichen Aussteuer im Herbst 1211 auf die Wartburg in Eisenach gebracht. Hier wuchs sie zusammen mit den Kindern des Landgrafen unter der Führung ihrer zukünftigen Schwiegermutter Sophie von Bayern aus dem Hause Wittelsbach auf. Sie hatte schon als Kind eine außergewöhnliche Frömmigkeit und unterbrach das Spiel, um in der Burgkapelle zu beten. Man sah sie vor dem Altar niederknien und den Psalter aufschlagen, obwohl sie des Lesens noch unkundig war. Elisabeth musste bereits als Kind schwere Schicksalsschläge verkraften. Am 28. September 1213 wurde ihre Mutter Gertrud ermordet. Landgraf Hermann I. starb am 16. April 1217 nach längerer Krankheit, kurz nach dem Tod seines Sohnes, dem Thronfolger Hermann, am Silvestertag 1216. Zu dieser Zeit war Elisabeth 9 Jahre alt. Der erst knapp 17-jährige Ludwig übernahm als Landgraf Ludwig IV. Die Herrschaft über die Landgrafschaft Thüringen und die Pfalzgrafschaft Sachsen und Hessen. Im Jahr 1221 heiratete die inzwischen 14-jährige Elisabeth den Landgrafen Ludwig und stand damit als Hausherrin einem der bedeutendsten deutschen Fürstenhöfe vor. Für die damaligen Verhältnisse war es eine seltene Liebesbeziehung und eine Liebesheirat zwischen dem Landgrafen und der ungarischen Königstochter. Der einst durch den Kamin beheizbare Erdgeschossraum gehört zum musealen Bereich im Wohnturm und ist als Elisabeth-Kemenate dem Andenken der heiligen Elisabeth gewidmet, die als Landgräfin von Thüringen die Kreuzburg als Wohnaufenthalt bevorzugte. Bemerkenswert ist eine romanische Kaminanlage zum Beheizen des Erdgeschosses, die heute noch, abgesehen von einigen restaurierten Teilen, original erhalten ist. Die Landgräfin Elisabeth beteiligte sich auch an den Regierungsgeschäften. Sie repräsentierte bei Empfängen, begleitete ihren Mann auf Reisen, beurkundete mit ihm in rechtlichen Angelegenheiten und übernahm bei seiner Abwesenheit die Regentschaft.
Bereits zu dieser Zeit setzte sich Elisabeth sehr beherzt und weit über das gewöhnliche Maß für Arme und Kranke ein. Während ihr Mann Ludwig im Frühjahr 1226 in Italien bei Kaiser Friedrich II. Weilte, herrschte eine Hungersnot in der Landgrafschaft. Elisabeth ließ an das Volk täglich Getreide verteilen und gründete unterhalb der Wartburg ein Hospital. Ihr Gemahl hielt mit Verständnis zu Elisabeth. Ihrer Ehe wird eine außerordentliche Liebe, Nähe und Vertrautheit nachgesagt. Von Seiten der Mächtigen des Landes aber erfuhr sie Lästerungen und große Verleumdung, so dass ihre Verwandten sie vielfach kränkten und sie weder sehen noch sprechen mochten, weil sie ihnen wegen des Verzichts auf irdische Reichtümer töricht und verrückt vorkam. In der Kirche gesellte sich Elisabeth im wollenen Gewand unter die Ärmsten. Sie versorgte die Franziskanermönche mit selbstgesponnener Wolle, obwohl das Spinnen als nicht standesgemäße Tätigkeit galt. Mit der eigenständigen Pflege von Kranken, vor allem mit ihrer besonderen Fürsorge Aussätziger, sprengte Elisabeth alle höfischen Regeln. Es muss als ein besonders freudiges Ereignis betrachtet worden sein, dass Elisabeth zuerst einen Sohn und somit den ersehnten Thronfolger zur Welt brachte. Der nach seinem Großvater benannte Hermann wurde im September 1222 auf der Kreuzburg geboren. Im März 1224 gebar Elisabeth die Tochter Sophie und Ende September 1227 Gertrud. Beide wurden mit dem Namen ihrer Großmütter bedacht. Elisabeths Leben war geprägt von christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Von entscheidender Bedeutung war die Ankunft der ersten Franziskaner in Thüringen. Die durch sie verbreitete Lehre des heiligen Franziskus von Assisi sprach Elisabeth zutiefst an. Doch bestand ihr Alltag aus einer täglich persönlichen Zerreißprobe zwischen den fürstlichen, familiären und ehelichen Pflichten und zugleich auch wie Christus leben zu wollen. In dieser Situation tauchte am landgräflichen Hof erstmals der Kreuzprediger Konrad von Marburg auf und errang rasch das Vertrauen des Landgrafenpaares. Seine offenbar charismatischen Auftritte beeindruckten Elisabeth, mehr aber noch sein strenges Dasein und seine gänzliche Besitzlosigkeit. Mit Zustimmung Ludwigs zu ihrem Beichtvater erhoben, nahm Konrad im Leben der Landgräfin bald eine Position ein, die den üblichen Rahmen weit überschritt. 1226 legte Elisabeth vor ihm und in Anwesenheit ihres Gemahls ein Gelübde ab, das sie gegenüber dem Beichtvater zu absolutem Gehorsam verpflichtete, soweit dieser nicht Ludwigs Rechte antastete. Als besonders schwerwiegend erwies sich Konrads Gebot, wonach Elisabeth nur solche Güter nutzen durfte, die aus rechtmäßigen Einkünften stammten. Dadurch wurde bereits das tägliche Essen zum Problem, war die Fürstin doch zur ständigen Frage nach Herkunft der Speisen und zu vielfachem Verzicht auf eine Mahlzeit gezwungen. Seitdem der Landgraf 1224 das Kreuz genommen und sich damit zum Heiligen Krieg verpflichtet hatte, schwebte über dem jungen Paar der Schatten bevorstehender Trennung. Nach einigen Aufschüben und Verzögerungen kam es allerdings erst im Juni 1227 zum Abschied. Während Ludwig IV. Mit seinem Gefolge nach Italien aufbrach, kehrte Elisabeth, die ihn noch eine kleine Wegstrecke bis Schmalkalden begleitet hatte, zur Wartburg zurück. Ende September erreichte sie die Nachricht vom Tod des Gatten. Augenzeugen berichteten von einem völligen Zusammenbruch der jungen Witwe. Dabei konnte sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch kaum überblicken, welche Konsequenzen das schmerzliche Ereignis nach sich ziehen sollte.
Hatte Elisabeths übersteigertes religiöses Verhalten schon zu Lebzeiten die meisten Angehörigen des Landgrafenhofes zutiefst befremdet, so sah sie sich nun der offenen Feindschaft der Familie ausgesetzt. Ihr Schwager Heinrich Raspe versagte ihr die Nutzung der Witwengüter. Sie verließ die Wartburg. Unter unwürdigsten Bedingungen verbrachte Elisabeth mit ihren Kindern und treuesten Begleiterinnen den Winter 1227/28 in Eisenach und schlief unter anderem in Ställen. Nachdem ihr Vater, König Andreas von Ungarn, und die Familie ihrer Mutter von deren prekärer Lage erfuhren, bemühten sich beide Seiten um Elisabeths Rückkehr in die verwandtschaftliche Obhut. Vergeblich. Nach der Bestattung Ludwigs zu Pfingsten 1228 kam es zur Einigung Elisabeths mit der Landgrafenfamilie über ihre Witwengüter. Neben Geld und ihrer Aussteuer erhielt sie landgräfliche Ländereien bei Marburg. Elisabeth hatte nun die Möglichkeit, dort ein Hospital zu errichten. Sie trennte sich von ihren Kindern und schloss sich der einfachen Lebensweise der Hospitalgemeinschaft an. Es war für Elisabeth selbstverständlich, Besitz und Wittum für ihre guten Zwecke einzusetzen. Die im Verfahren der Heiligsprechung beschäftigten Protokollanten bemerkten noch 1235 die kostbaren Decken auf den Krankenbetten des Hospitals. Elisabeths Aussteuer und große Teile des Vermögens fanden hier Verwendung. Schmuck und Kleider verschenkte sie an Bedürftige. Das Geld aus ihrer Abfindung wanderte in die Hand der Armen. Vermutlich im Frühjahr 1229 fand im Hof des Hospitals ein wohl einmaliges Ereignis statt. An einem einzigen Tag verteilte Elisabeth 500 Silbermark. Wie gut diese freigebige Aktion vorbereitet gewesen sein muss, zeigt sich schon darin, dass manche einen Weg von 90 Kilometern zurückgelegt hatten, um der verheißenden Gabe teilhaftig zu werden. Die Zahl der Almosenempfänger dürfte in die Tausende gegangen sein. Und was für Almosen waren das? Eine Mark rechnete sich zu 144 Pfennigen und für einen Pfennig erhielt man schon ein Huhn. Bei aller Großzügigkeit verfuhr Elisabeth auch in der Verteilung umsichtig. Die Ankommenden hatten sich in Reihen auf den Boden zu setzen, während die Spenderin jeden Einzelnen bedachte und durften ihren Platz auch danach nicht verlassen, damit es zu keiner Ungerechtigkeit komme. Als die Nacht hereinbrach, wurden für die Schwachen, die ihren Heimweg erst am nächsten Tag antreten konnten, Feuer angezündet und Brot ausgegeben, so dass sie zu singen begannen. Man müsse die Menschen froh machen, sagte Elisabeth, als sie ihre Helfer mit glücklichem Lächeln entließ. Selbst erkrankt, von der Aufopferung völlig entkräftet, starb Elisabeth am 17. November 1231 in Marburg. Nach 3-tägiger Aufbahrung wurde sie vor dem Altar der Hospitalskapelle beigesetzt. Bereits kurz nach Elisabeths Bestattung sollen sich die ersten Wunder an ihrer Grabstätte ereignet haben. Konrad von Marburg richtete 1232 eine Bittschrift an den Papst, das kirchenrechtliche Verfahren zur Heiligsprechung zu eröffnen. In den folgenden Jahren untersuchte eine päpstliche Kommission vor Ort die Geschehnisse. Nicht einmal 4 Jahre nach ihrem Tod wurde Elisabeth zu Pfingsten am 27. Mai des Jahres 1235 von Papst Gregor IX. Heilig gesprochen. Der am Landgrafenhof erzogene Thronfolger Hermann starb, noch keine 19 Jahre alt, 1241 unter mysteriösen Umständen. Nach dem Tod Ludwigs hatte dessen Bruder Heinrich Raspe die Regierungsgeschäfte übernommen und den nahezu volljährigen Hermann punktuell einbezogen.
Im Gegensatz zu vielen Burgen, deren Wasserversorgung durch Zisternen gesichert werden musste, erfolgte die Wasserversorgung der Kreuzburg seit Anbeginn durch einen Brunnen. Mit der Errichtung der Kreuzburg entstand auch der heute 37,5 Meter tiefe Brunnen. Der 3 Meter im Durchmesser messende Brunnenschacht ist vollständig aus dem Muschelkalk des Berghegels herausgearbeitet. Da für den Brunnen eine besondere Technik für die Wasserförderung nicht nachgewiesen ist, dürfte diese seit Anbeginn mittels Handwinde erfolgt sein. Ein einfaches Brunnenhaus schützt vor direkter Witterungseinwirkung. Der Palast der Kreuzburg wurde direkt auf die Ringmauer aufgebaut und war das Hauptwohngebäude der Burg. Hoch auf der Ringmauer liegend und durch den direkt davor liegenden Zwinger zusätzlich geschützt, war er feindlichen Angriffen nicht unmittelbar ausgesetzt. Der Palast hatte zunächst nur eine Länge von etwa 20 Metern bei einer mittleren Breite von 11 Metern. Von der Hofseite gab es zugängliche Keller. Darüber lagen 2 Stockwerke, welche ein Satteldach abschloss, das dem des Wohnturmes ähnlich gewesen sein dürfte. Alle Decken waren aus Holz, die Zwischenwände im unteren und oberen Stockwerk von leichterer Bauart. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Interessantes über die heilige Elisabeth erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!